Und was sieht cooler aus? Natürlich die riesige Boxenwand, oder? Aber Stell dir vor, du schleppst 50 Kilo Holz und Speaker mit zu jedem Auftritt und machst auch noch den Tontechniker wahnsinnig, weil es viel zu laut ist. Genau deshalb habe ich meine ganzen 4x12 Boxen verkauft und bereue nichts. Bleibt dran, ich zeige euch in diesem Video die 3 knallharten Gründe warum und was ich jetzt stattdessen spiele. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Christian Moser, ich bin Live- und Studiomusiker, leite zudem auch meine eigene Musikschule in Wiesbaden seit 25 Jahren und möchte euch hier auf dem Kanal mein Wissen und meine Erfahrungen weiterleiten. Worum geht's heute? Heute erzähle ich euch, warum ich meine 412er Boxen verkauft habe, was der Grund dafür ist, was die Vor- und Nachteile sind und was ich heute für ein System spiele. Noch kurz vorab, ich liebe Röhrentop-Teile, ich liebe analoge Speaker, ich liebe die Interaktion zwischen Amp und Speakern, aber wir sind in 2025 und es gibt für Live-Anwendungen mittlerweile einige bessere Systeme. Ich blende euch hier mal das Setup von meinen Bands Sheila und Red Circuit ein. Wir waren weltweit unterwegs und da waren meistens Mesa-Amps am Start bei mir und die entsprechenden Cabinets. So sah das aus beim Videodreh für meine Band Jukebox Hero. Da wurde alles aufgebaut, was da ist und eine schöne Boxenwand erzeugt, die dann sehr gewaltig im Hintergrund erschien. Ich verlinke euch das mal unter dem Video, da könnt ihr mal reinschauen. Warum habe ich das damals so gemacht? Symbolisiert so eine gewisse Power irgendwie und das Bild war man gewöhnt. Es gab Gitarristen, die haben das weitaus brutaler betrieben. Hier zum Beispiel ein Foto von unserem Freund Ingi Malmsteen. Der geht nicht ohne 50 Röhrentop-Teile auf die Bühne. Davon ist zwar wahrscheinlich nur eins an, wenn überhaupt, aber er braucht das irgendwie halt auch für die Optik. Das Ganze hatte so einen 80er, 90er Vibe, hat schön Druck auf der Bühne gemacht. Wir hatten meistens auch sehr laute Schlagzeuger und da musste man ja irgendwie standhalten. Das Problem war natürlich nur, das letzte Glied in der Kette und eigentlich auch das Wichtigste, der Sänger, wurde halt völlig weggeballert auf der Bühne. Es war ultra laut, als würde ein Düsenjet starten auf der Bühne. Und ein Sänger ist logischerweise abhängig dann von seinen Monitoren, damit er überhaupt noch was hört. Das war meistens dann nicht mehr so ganz der Fall und dementsprechend hatten dann Sänger manchmal wirklich zu kämpfen. So, nun die Gründe. Warum sind die 4x12er gegangen? Warum habe ich sie nicht mehr? Warum spiele ich sie live nicht mehr? Clubs und Festivals fahren heutzutage meistens in ihr Monitoring, das heißt leise Bühnen, das heißt wiederum für den Mixer, er kann die Lautstärke viel besser kontrollieren, weil wenn es von der Bühne schon mit 120 dB runterprügelt, kann er eigentlich überhaupt nichts mehr wegnehmen. Sagen wir mal, wenn wir in einem Club spielen, der eine 400er Größe hat und die Band spielt von der Bühne schon ultra laut, kann der Mixer eigentlich ja nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Ist die Bühne jedoch relativ leise, habt ihr weniger Einstreuung in die Gesangsmikrofone, also die Gitarrenamps prügeln weniger in die Mikrofone vorne rein. Und ein Mana-Mischpult hat viel bessere Möglichkeiten, das Ganze in anständige Verhältnisse zu setzen. Wir haben jetzt bei Jukebox Hero einen sehr guten, studierten Tontechniker, eine absolute Granate, der Mann, macht doch einen super Sound im Saal. Als ich vor Jahren mal angerückt bin mit 2 412er Boxen, hat er gesagt, nee, vergiss es, die machst du bitte nicht an heute, weil da habe ich überhaupt keine Chance mehr, einen differenzierten Sound zu machen. Das Fazit also, weniger Lautstärke auf der Bühne, besserer Sound fürs Publikum. Ihr macht euch nicht die Ohren kaputt, ihr habt keine 120 dB auf der Bühne und eure Ohren klingeln 3 Tage lang. Das kann man nicht so oft machen. Macht man das jahrelang, so wie ich, oder würde es jahrelang so machen, dann wird man mit Sicherheit schwerhörig. Und das dürfte der absolute Albtraum für jeden professionellen Musiker sein. Ein weiterer Vorteil vom In-Ear-System: egal, wo ihr auf der Bühne hingeht, ihr habt immer den gleichen Sound auf dem Ohr. Stereo, ihr könnt jeden Kanal einzeln mischen. Ihr könnt sagen, ich brauche die Standtom ein bisschen lauter, ich brauche den Leadgesang ein bisschen lauter, den Bass ein bisschen leiser oder sonst was. Also jeder kann sich einen eigenen Sound machen und es klingt wirklich wie HiFi. Die Gitarre bei mir ist Stereo. Das heißt, ich höre auch die Chorus- und Delay-Sachen schön räumlich. Also die fliegen mir regelrecht ums Ohr und das ist ein sehr angenehmes Spielen. Punkt 1 war also die Lautstärke auf der Bühne. Punkt 2 ist für mich der physische Aspekt, nämlich diese Riesentrümmer zu schleppen, Gesundheit, Rücken. Hier gebe ich euch mal ein Bild von meinem beladenen Caddy mit 412er Boxen. Da ist dann nicht mehr viel Platz danach drin. Das heißt, ihr habt sehr viel zu tragen. Ihr braucht mindestens 2 Leute. Das Ganze dauert dann auch, bis ihr das auf die Bühne gehievt habt. Braucht ihr wieder eine Hilfe. Also körperlich
ein ziemlicher Aufwand und sehr belastend für den Rücken. Davon abgesehen, habt ihr mal eine Show im Ausland, habt ihr natürlich auch das logistische Problem, dass Fluggesellschaften relativ viel Geld nehmen für Transporte. Da habe ich auch schon witzige Dinge erlebt am Flughafen in Denver. Seid ihr da ein paar Kilo drüber über dem normalen Gewicht, zahlt ihr gleich 3- oder 4-stellige Summen. Unterm Strich also, ich kann jetzt meine Sachen alleine tragen, mein Auto ist noch halb leer, mein Rücken wird geschont. Alles in allem, also körperlich viel gesünder das Ganze. Jetzt Grund Nummer 3, weshalb ich meine Boxen verkauft habe, wahrscheinlich der allerwichtigste, nämlich der Sound. Denn Modeler klingen heutzutage brutal gut. Ich habe euch mal einen AB-Vergleich aufgenommen, und zwar eine 4x12 Box abgenommen in meinem Studio mit einem SM57. Das ist das Mikrofon, das auf den meisten Bühnen verwendet wird. Das Ganze in meine DAW über einen sehr guten Wandler und im Vergleich dazu meinen Camper, mit dem ich diesen Verstärker, in dem Fall einen Marshall JVM, mal geprofiled habe vor Jahren. Habe mir gar nicht so viel Mühe gegeben, das geht bestimmt noch viel besser. Und hier hört ihr mal den direkten AB-Vergleich. Denn im Endeffekt, was fürs Publikum zählt, ist, was durch dieses Kabel hier kommt, ein XLR-Kabel. Das wird benutzt, um das Mikrofon anzuschließen, das ihr vor euren Amp stellt, oder ihr verkabelt euren Modeler direkt damit und das Signal läuft direkt zum FOH und somit quasi auch in den Saal raus. Bedeutet, dass das, was auf der Bühne stattfindet, an Klang und Lautstärke, ist nicht das, was das Publikum hört, sondern das, was durch dieses Kabel kommt. Ich mache hier keine bezahlte Werbung für Camper, ich spiele das Ding einfach schon seit Jahren, bekomme dafür auch nichts, ist aber auch nicht der einzige Modeler auf dem Markt, es gibt einige sehr gute Geräte. Da ich live sehr gerne mit Feedback arbeite, also dass die Gitarre auch mal koppelt und ein Ton singt oder stehen bleibt, benutze ich eine 1x12 Box jetzt von Camper, die hat 200 Watt, zeige ich euch mal hier, kurz eingeblendet. Und die ist nicht ins Publikum gerichtet, sondern über die Bühne. Die strahlt eigentlich hauptsächlich mich an. Und wenn ich möchte, dass die Gitarre mal koppelt, gehe ich in die Nähe der Box und dann funktioniert das auch. Ich blende euch jetzt hier nochmal ein, was die Mesa-Box wiegt, was die Camper-Box wiegt, was die beiden Geräte kosten und hier auch nochmal, was der Mesa Amp kostet im Vergleich zum Modeling Amp. Da seht ihr, dass also auch finanziell das Ganze wesentlich lukrativer ist und ein Modeling Amp braucht nicht wie ein Röhrenamp immer mal neue Röhren eingemessen, ist sehr empfindlich ein Röhrenamp. Wenn ihr dem Kälte aussetzt oder Stöße, dann ist das auch ganz schnell mal kaputt, das Ganze. Häufige Fragen und ein paar Mythen dazu vielleicht noch. Digital klingt steril, nur das über die Box analog klingt richtig fett und rockig. Kann ich widerlegen, nach meiner Erfahrung. Viele Bands, die nach mir oder vor mir bei Festivals gespielt haben, haben mich angesprochen, beziehungsweise die Gitarristen, und haben danach ihre Amps verkauft und sind auch auf Modeler umgestiegen, weil sie gesagt haben, die Gitarre klingt so unfassbar live. Und ja, jetzt stehen die Amps nur noch als Attrappe dort. Ohne Box kein Rock-Feeling ist auch so ein Mythos. Ich kann euch sagen, als ich Festivals mit meinen Mesa-Amps gespielt habe, da waren teilweise 40 Meter breite Bühnen dabei. Wenn ich zum Schlagzeuger gerannt bin, habe ich meinen Verstärker gar nicht mehr gehört. Da muss man dann halt einfach nur noch lächeln und so tun, als wäre es toll. Heute bewege ich mich frei auf der Bühne und habe immer den gleichen fetten Sound. Also so viel zum Rock-Feeling. Ich stehe einfach viel mehr auf diese Kontrolle und immer den guten Sound auf dem Ohr zu haben. Okay, man muss sich wahrscheinlich eine gewisse Zeit daran gewöhnen. Man muss dem In-Ear-System eine Chance geben. Man braucht auch gute Hörer. Also da macht es keinen Kopfhörer für 3,50 €. Mein Kopfhörer liegt irgendwie, glaube ich, bei 550 € oder sowas. Aber das ist immer noch billiger als eine 412er Box. Und ihr schont auch noch euer Gehör dabei. Ein weiterer oft diskutierter Mythos ist die Latenz. Der Camper hat etwa 6,6 Millisekunden Latenz. Das bedeutet, diese Zeit braucht der Computer, um das Signal zu berechnen und auszugeben.
Das entspricht einem Abstand von 2 Metern zu eurem Analog-Amp. Das heißt, wenn ihr 2 Meter weit weg seid von eurem Analog-Amp, braucht der Schall diese gleiche Zeit, um euer Ohr zu erreichen. Damit ist das Thema Latenz für mich eigentlich wieder zu den Akten gelegt, denn ich bin immer weiter weg als 2 Meter von meinem Amp. Bedeutet, mit einem Analog-Amp habe ich im Endeffekt auf einer großen Bühne eine weitaus höhere Latenz, als wenn ich den Camper direkt auf dem Ohr habe. Um eventuellen herablassenden Kommentaren vorzubeugen, das, was ich euch hier erzähle, ist meine Erfahrung aus 12 Jahren Modelerspielen. Ich verstehe völlig, wenn jemand sagt, das ist nichts für mich, ich möchte bei meinen Röhrenamps bleiben. So habe ich 2012 auch reagiert, als mir ein geschätzter Kollege das Teil näher brachte. Ich sagte, nee, ich stelle mir doch keinen Computer auf die Bühne und nach 2 Jahren ist das Ding nichts mehr wert und so weiter. Er sagte, teste das mal, mach mal Soundcheck, mach mal AB-Vergleich. Ja, und das war's dann. Also, wie gesagt, ich will niemand hier etwas aufschwätzen. Das ist meine Erfahrung, die ich gerne weitergebe. Das könnt ihr probieren, das könnt ihr annehmen. Natürlich könnt ihr auch sagen, das ist Quatsch. Ich bleibe bei meinem Röhrenamp, verstehe ich völlig. Aber bitte keine blöden Kommentare schreiben. Gut, dann wisst ihr, warum ich meine 2 412er Boxen verkauft habe von Mesa. Ich muss ja nicht erwähnen, dass ich 3 hatte. Also eine habe ich noch und noch 2 212er. Man weiß ja nie, wofür man sie noch braucht. Aber ich bin im Endeffekt froh, dass jetzt alles technisch besser geworden ist, klanglich besser und dass die ganze Schlepperei aufgehört hat. Okay, das war mein kleiner, warum ich meine 412er Boxen verkauft habe, Workshop. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Infos daraus gewinnen. Ich hoffe, ihr könnt in Zukunft auch ein bisschen euren Rücken schonen. Ich mache mich dann an den nächsten Workshop für euch. Nächste Woche wird wieder gespielt. Das war mal so ein kleiner Technikausflug, denn ein paar Leute haben mir geschrieben, wie ich das live so mache und was ich spiele. Jetzt wisst ihr Bescheid. Dann sehen wir uns nächste Woche. Viel Spaß, haut rein und bis dann. Ciao.